Herzlich willkommen zu den Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich heute, Nadine Herbrich zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist. Hi. Nadine, du hast 2018 gemeinsam mit deinem Mitgründer Alessandro das Impact-Startup Recycle Hero gegründet. Deutschlands erstes klimafreundlicher Abholservice mit Lastenrädern für Altpapier, Altglas, Pfand, Altkleider. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Hi erstmal. Ja, auf die Idee sind wir gekommen, weil wir bei uns in der WG immer wieder das Thema hatten, wer die Wertstoffe zu den Depotcontainern bringt und auch das Pfand. Und immer wieder festgestellt haben, dass sich dafür niemand verantwortlich fühlt. Und aus diesem zeitfressenden Problem ist dann die Idee entstanden, warum macht man daraus nicht eine Dienstleistung, die aber nicht nur eine reine Dienstleistung ist, sondern eben auch gleichzeitig im Bereich Mobilität und im Bereich Integration auch noch Mehrwerte liefert. Das heißt, übersetzt bedeutet das, Recycle Hero ist ein Abholservice für diese besagten Wertstoffe, aber wir machen das mit Schwerlastenrädern und wir versuchen, so viele Menschen mit speziellen Biografien, speziellen Lebensläufen einzubeziehen und Jobs zu schaffen, wie es uns eben möglich ist. Ja, du deutest schon an, dass ihr mehr seid als ein Abholservice. Ihr nennt euch auch Impact Startup. Was bedeutet das für dich, ein Impact Startup zu sein? Was bedeutet das vielleicht auch ganz konkret für euer Hamburger Startup Recycle Hero? Recycle Hero möchte für seine Kunden dabei unterstützen, Kundinnen dabei unterstützen, Kreisläufe zu schließen. Das heißt, wir möchten für das Thema Recycling sensibilisieren und gleichzeitig im hektischen Alltag eine Dienstleistung anbieten, die das Menschen ermöglicht, sowohl privat als auch im Gewerbebetrieb, im Restaurant, im Büro, ihre Wertstoffe zu entsorgen, ohne dass sie dafür das Auto in Bewegung setzen müssen, ihre Zeit dafür aufwenden müssen. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die Wertstoffe sortenrein, so komprimiert wie möglich im Kreislauf landen, da wo sie hingehören. Im Grunde genommen sind wir ein Urban Convenience Service, der den Menschen im Alltag dabei hilft, Recycling zu betreiben. Und im Hintergrund machen wir eben diese Themen mit klimafreundlicher Mobilität, die uns sehr wichtig ist, also Stadttransporte nicht mit Autos durchzuführen, Integration in diese Jobs, die dadurch entstehen. Und gleichzeitig sehen wir das ganze Thema Recycle Hero auch als edukative Brand. Das heißt, wir haben eine Lifestyle-Brand aufgebaut, weil wir finden, das Thema Recycling muss noch viel, viel peppiger und moderner gestaltet, nicht so öko gestaltet sein, sondern es muss eben wirklich sagen, okay, Leute, wir holen euch den Kram ab, es ist wichtig, dass ihr das macht, jeder muss Recycling betreiben und übrigens nach hinten raus tut ihr gleichzeitig was Gutes in eurer Nachbarschaft, weil ihr seht unsere Lastenräder durch die Stadt cruisen, ihr seht, dass darauf unsere Fahrer sitzen, die ihr dabei unterstützt, dass sie in Jobs integriert werden. Das heißt, man tut sozusagen mit der Buchung der Leistung gleichzeitig eben auch noch mal was für Neighborhood. Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, also Recycling, ihr helft Langzeitarbeitslosen wieder irgendwie in Jobs zu kommen, spendet ihr auch noch einen Teil eurer Erlöse an soziale Einrichtungen, Zwecke. Wie wählt ihr die aus und vielleicht kannst du auch verraten, welche das sind? Ja, also pass auf, das ist ein ganz klein bisschen noch anders. Aktuell es hat sich so entwickelt, dass wir das Pfand, was wir bei unseren Kunden abholen, diese Pfandeinnahmen, die werden separiert erfasst und die gelten automatisch als Spende. Das heißt, unsere Kunden kriegen dieses Pfand nicht zurück, sondern spenden uns das. Und wir haben das zu Beginn von Corona in die Projekte Straßensuppe kanalisiert. Das ist ein eigenes Projekt gewesen, wo wir Obdachlosenversorgung ganz stark gemacht haben in dieser Hochphase der Corona-Zeit. Und das Projekt Wärmbert, was auch mit Kältehilfe und Obdachlosenversorgung zu tun hat, das haben wir selbst konzipiert und entwickelt, wo es eben darum geht, dass Menschen Wärmflaschen an Obdachlose verteilen, die dann wiederum in kalten Jahreszeiten weniger unter dieser Kälte leiden. Das ist aber auch, ja, da finanzieren wir im Grunde genommen die Wärmflaschen. Also es gibt diese zwei eigenen Projekte, die daraus finanziert wurden. Das ist aber nur eine Evolutionsstufe dieses Pfandkreislaufes. Im nächsten Schritt möchten wir zwar auch eigene Projekte fahren, das ist aber auch sehr aufwendig, das noch parallel mitzumachen, sondern an die Standorte, an die wir wachsen, da möchten wir dieses Pfand in Projekte kanalisieren, um andere Projekte vor Ort zu unterstützen. Das kann dann im Bereich Umweltbildung sein,
weil das empfinden wir als sehr wichtiges Thema, dass eben nicht nur die Bubble über die Informationen zu Recycling informiert ist, sondern eben auch Menschen, die weniger Zugang haben zu solchen Themen. Oder ein Thema eben, was uns sehr am Herzen liegt, ist eben das Thema, dass Menschen auf der Straße leben und dass da eben auch Barrieren aufgehoben werden und mehr Transparenz reinkommt. Das sind so Themenbereiche, in denen wir uns gerne austoben, wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen. Wirklich bewundernswert auf jeden Fall, wie ihr euch engagiert. Aber bei allem sozialen Engagement stelle ich mir die Frage, wie rentiert sich das Ganze denn eigentlich? Weil irgendwie müsst ihr ja auch wirtschaftlich rentabel arbeiten oder euch zumindest finanzieren. Deswegen die Frage, wie sieht denn euer Geschäftsmodell eigentlich aus? Eine total berechtigte Frage, weil oftmals haben wir den Touch eines Vereins oder einer gemeinnützigen Organisation. Das haben wir ganz bewusst nicht so gemacht. Wir haben uns definitiv bewusst als GmbH gegründet, weil wir sagen, wir müssen kapitalistische Strukturen nutzen, um sie zu verbessern und sie anders zu machen, als sie aktuell teilweise gemacht werden. Und deswegen haben wir unser Unternehmen so aufgebaut, dass wir eben nicht nur ökonomische Faktoren da einfließen lassen, sondern ökologische und soziale gleichermaßen. Heißt aber trotzdem, dass wir auf Umsätze angewiesen sind. Und das funktioniert so, indem wir ein Dienstleister sind, bei dem man Abos buchen kann. Das heißt, du kannst unseren Service, wenn du jetzt sagst, du möchtest das für deinen Privathaushalt buchen, kannst du dein Paket raussuchen, was am besten zu dir passt. Und dann kommen wir in regelmäßigen Rhythmen und alles andere läuft komplett automatisiert. Also das heißt, wir generieren dadurch Geld. Oder du kannst uns auch nach deiner Geburtstagsfeier buchen, wo du sagst, hey, ich habe keine Lust, das alles hier zu entsorgen, wegzubringen, dann kommen wir auch on demand bei dir vorbei. Aber auch das kostet Geld. Praktisch, aber es lohnt sich, weil man muss es dann nicht selbst machen. Ihr habt Recycle Hero in Hamburg gegründet. Und deswegen interessiert mich, hat Hamburg als Standort einen bestimmten Grund, weshalb ihr den gewählt habt? Eignet sich Hamburg besonders? Sind noch weitere Standorte geplant? Beides ist definitiv der Fall. Also zum einen wohnen wir in Hamburg, das heißt, das hat das ganze Thema schon mal erleichtert und gleichzeitig bietet Hamburg aus unserer Sicht aber auch einen super Nährboden, um ein Impact-Startup zu gründen, weil es gibt hier schon ansässige Unternehmen wie Viva Con Aqua oder verschiedene andere, die diese Themen Social Entrepreneurship sehr, sehr, sehr stark forcieren und eben nicht nur ein Produkt verkaufen oder ein Produkt verkaufen, was jeder im Grunde genommen braucht und gleichzeitig nach hinten raus mit dem, was dabei rumkommt, versucht, Dinge besser zu machen. Und das ist auch das, wo wir Recycle Hero sehen. Und das ist auch definitiv in Hamburg eine Umgebung für uns, wo wir uns da absolut wohlfühlen, damit zu starten, weil die Hamburgerinnen einfach da auch sehr, sehr offen dafür sind. Die haben das richtige Mindset. Und von hier aus erobern wir dann auch noch andere deutsche Städte und vielleicht auch europäische. Das heißt, ihr seid dann auch mit anderen Hamburger Impact-Startups im Austausch? Ja, wir setzen sehr auf Kooperation, wir setzen sehr auf gegenseitiges Unterstützen. Wir glauben fest daran, dass wir, wenn man die Welt zum Guten richten will, dass man das nicht alleine kann, sondern dass man wirklich sich seine Partnerinnen sucht und dann gemeinsam die Sachen nach vorne pusht. Das machen wir bei allem, was wir tun. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mittlerweile nicht nur zu zweit seid, sondern... Ja, das variiert so zwischen 17 und 20. Chapeau. Ja. Was sind denn eure Pläne für die Zukunft oder für Zukünfte? Wo seht ihr euch? Wo siehst du Recycle Hero? Ja. Was sind deine persönlichen Wünsche und Visionen vielleicht auch? Ja, wir wollen Recycle Hero zum Recycling Rockstar machen. Das heißt, das ganze Thema Recycling das erwähnte ich vorhin schon mal, aus dieser etwas grauen von diesem grauen Anstrich hochheben zu einem Lifestyle-Thema, was wirklich wichtig ist und Spaß macht und Spaß machen kann. Gleichzeitig wollen wir auch oder werden wir an andere Standorte wachsen. Das ist geplant. Und wir beschäftigen uns natürlich in der Summe immer damit, wie können wir unsere Dienstleistungen noch weiter ausbauen. Das heißt, wir denken auch über andere Recyclables nach. Wir haben auch Altkleider mittlerweile schon aufgenommen. Im Repertoire seit einem halben Jahr holen wir bei Hamburgerinnen, bei Privathaushalten kostenfrei Altkleider ab und sortieren die und haben jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel unser erstes Altkleider-Pop-up, wo wir von Hamburgerinnen für Hamburgerinnen diese Kleider im Kreislauf führen. Das heißt, die ganze Logistik, die Sortierung
wird sozusagen dann durch den Verkauf an Hamburgerinnen finanziert. Und wir schließen sozusagen den Kreislauf innerhalb Hamburg und versuchen dadurch eben so dieses Modell von, es wird hier konsumiert, es wird hier wieder in den Kreislauf gebracht, auch da im Bereich Altkleider zu leben. Und das gilt dann sicherlich auch noch für andere Wertstoffe, die dazukommen. Wir haben noch sehr viel vor und ich denke, vieles von dem, was wir noch machen, entwickelt sich mit den Herausforderungen, denen wir begegnen. Das heißt, wir sind sehr, sehr iterativ unterwegs und passen mehr oder weniger alle 2 Wochen auch an, wenn uns Dinge begegnen. Okay, wie können wir eine Lösung dafür herbeiführen, probieren Sachen aus und nehmen die dann im Portfolio mit auf. Das klingt doch nach einer insgesamt runden, im Sinne des Kreislaufs geschlossenen, aber trotzdem dynamischen Sache. Ich bin auf jeden Fall für meinen Teil sehr gespannt, wie es bei euch mit Recycle Hero weitergeht, werde das verfolgen und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nadine, für das schöne Gespräch. Ich danke für die Einladung. Ja, und vielen Dank euch fürs Zuhören bei den Future Hamburg Talks.